Hört ihr das? Allein an diesem Geräusch erkennt fast jeder Moto-Fan sofort diese Figur. Und dann kommt noch diese geniale Action-Funktion dazu. Für mich gehört Rattler bis heute zu den kreativsten Vintage Masters of the Universe Figuren überhaupt. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt an. Toy Toby, Vintage Power. Willkommen bei Toy Toby. Hier dreht sich alles um Vintage Toys, Masters of the Universe und die Geschichten hinter den Figuren. Heute werfen wir einen Blick auf eine der bekanntesten Snakemen, Rattler. Rattler erschien 1986 als Teil der Snakemen. Die Snakemen waren eine uralte Schlangenrasse, angeführt von King Hiss. Sie wollten Eternia zurückerobern und wurden zu einer der größten Bedrohungen für He-Man. Rattler gehört zu den treuesten Kriegern von King Hiss. Die komplette Geschichte der Snakemen ist übrigens richtig spannend. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann mache ich dazu einmal ein eigenes Video. In den offiziellen Minicomics erfährt man, dass Rattler nicht mit King Hiss in der Schlangengrube eingesperrt war. Während King Hiss über Jahrtausende gefangen blieb, konnte Rattler frei agieren und schloss sich zwischenzeitlich sogar den Kräften der Horde an. Erst nachdem Skeletor King Hiss befreit hatte, kehrte Rattler zu seinem eigentlichen Anführer zurück und kämpfte wieder an der Seite der Snakemen. Das macht Rattler zu einer der interessantesten Figuren, denn er war einer der wenigen Snakemen, die während dieser Zeit überhaupt aktiv waren. Mattel hat sich bei Rattler ganz offensichtlich von einer Klapperschlange inspirieren lassen. Der große Schlangenkopf, die gespaltene Zunge, die Schuppenstruktur und natürlich der lange Schwanz passen perfekt zu diesem Konzept. Selbst die Farben wirken wie bei einer echten Wüstenschlange. Für mich gehört Rattler bis heute zu einem der gelungensten Designs der späten Vintage-Serie. Eine Kleinigkeit fällt vielen erst beim ersten Anfassen auf. Rattler klappert bzw. raschelt. Das ist kein Defekt. Im Inneren befinden sich kleine Kunststoffteile, die genau dieses Geräusch erzeugen. Mattel wollte damit ganz offensichtlich das Rasseln einer Klapperschlange nachahmen. Solch kleine Details liebe ich an den Vintage-Figuren. Sie zeigen, wie viel Mühe sich die Entwickler damals gemacht haben. Das eigentliche Highlight ist natürlich der ausfahrbare Hals. Unter dem Schwanz befindet sich ein versteckter Knopf. Drückt man ihn, schießt der Kopf blitzschnell nach vorne. Diese Bewegung erinnert an den Angriff einer Schlange. Für mich ist das bis heute eine der besten Action-Funktionen der gesamten Vintage-Reihe. Und das Beste daran, bei vielen Exemplaren funktioniert selbst nach 40 Jahren das Action-Feature noch erstaunlich gut. Zum Lieferumfang gehört ein Stab im typischen Snakeman-Design. Leider fehlt dieses Zubehörteil bis heute bei vielen gebrauchten Figuren. Ein vollständiger Rattler ist deshalb bei vielen Sammlern deutlich begehrter. Heute zählt Rattler zu den beliebtesten Figuren der Snakeman. Je nach Zustand und Vollständigkeit liegen lose Exemplare häufig zwischen 20 und 50 Euro. Komplette Figuren erzielen entsprechend höhere Preise. Verpackte Exemplare sind natürlich noch einmal in einer ganz anderen Liga. Für mich vereint Rattler alles, was eine gute Masters of the Universe Figur ausmacht. Ein außergewöhnliches Design, eine fantastische Actionfunktion, liebevolle Details wie das typische Klappern und eine spannende Hintergrundgeschichte. Gerade deshalb gehört Rattler für mich zu einer der besten Figuren der späten Vintage-Serie. Jetzt interessiert mich natürlich auch eure Meinung. Wie gefällt euch Rattler? Ist er einer eurer Lieblings-Snakemen oder gibt es andere Figuren, die ihr bevorzugt? Schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Vintage Masters of the Universe habt, lasst gerne ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin Toy Toby und wir sehen uns beim nächsten Video.